Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge mit dem Titel Hashtag Malblockade Nummer 3 oder Tipp Nummer 3. Und diesmal habe ich mir einen Würfel mitgebracht und den nutze ich, um meine Malblockade vielleicht zu überwinden. Auf diesem Blatt werde ich jetzt einfach die verschiedenen Würfelzahlen aufschreiben. Und jeder Zahl werde ich eine bestimmte Technik oder ein bestimmtes Verfahren zuordnen. Und ihr seht hier rechts neben meinem Arbeitsplatz habe ich verschiedene Werkzeuge mitgebracht, auch etwas Butterbrotpapier und so weiter und so fort. Aus diesen Elementen werde ich mir jetzt einige auswählen und die halt für dieses Bild, für dieses Experiment festlegen. Das sind meine Farben. Ich habe ein helles Gelb, ein Grün, ein Blau, ein Ockergelb und ein Braun. Zunächst einmal, später werde ich auch noch Weiß brauchen. Doch zunächst einmal alles, was jetzt hier dem Würfel zugeordnet wird. Für die Zahl 1 wähle ich Ölpastellkreide. Für die Zahl 2 nehme ich den Fensterwischer und den kann ich natürlich nur benutzen, wenn ich auch Farbe dazu nehme. Also Fensterwischer plus Farbe. Die 3 auf dem Würfel bedeutet für mich, ich wische mit einem kleinen Lappen und etwas Wasser die Farbe wieder weg. Das kann teilweise geschehen oder auch komplett, also nicht ganz weg, aber übers ganze Bild. Dann die Nummer 4, eine Collage mit etwas Butterbrot oder Seidenpapier. Die Nummer 5, naja, was soll die 5 sein? Dann nehme ich einfach mal Farbe pur. Und die 6 bedeutet Alkohol-Tropftechnik. Ihr könnt auch ganz andere Techniken wählen oder Vorgänge. Und bevor ich beginne, grundiere ich mein Papier mit etwas Gesso, denn es muss ziemlich viel aushalten. Also gründlich grundieren und anschließend gut trocknen. Und schon kann ich beginnen mit dem Würfel. Ich bin schon ganz gespannt. Das erste ist eine 4. Collage mit Butterbrotpapier. Und los geht's. Ich reiße mir einfach ein Stück aus. Ein paar Reststücke fallen auch noch an. Und die klebe ich dann mit Acrylbinder, mit mattem Acrylbinder oder auch hier habe ich einen Vinylkleber genommen. Mit dem kann man das auch aufkleben. Ich streiche sie ein von der Rückseite. Dann drehe ich sie nochmal rum und streiche dann von der Vorderseite fest
ohne sie besonders viel zu knittern oder zu knautschen. So sieht man natürlich noch nicht sehr viel davon. Das wird erst sich zeigen, wenn wir Farbe auftragen. Nach dem gründlichen Trocknen geht es weiter und der Würfel zeigt mir eine 5. Das heißt, jetzt trage ich einfach Farbe auf. Aus meinen Farben wähle ich einige aus und schon kann es gleich weitergehen. Und diese Farben trage ich sehr verdünnt, mit Wasser verdünnt auf, damit sie auch erstmal nicht zu dunkel sind. Ihr könnt es aber auch ganz nach eurem Wunsch, nach eurer Vorstellung machen. Es geht nicht darum, ein bestimmtes tolles Bild jetzt zu malen, sondern es geht ja darum, eine Malblockade zu überwinden. Und da arbeiten wir einfach dem Würfel entsprechend. Nummer 3, wischen. Das heißt, ich werde mit einem feuchten Lappen die Farbe teilweise wieder etwas entfernen. Hier tropfe ich nochmal ein paar Wassertropfen auf, lasse sie einfach ein bisschen einwirken und gehe gleich mit dem feuchten Tuch nochmal drüber. Dann habe ich so eine etwas hellere, punktförmige Textur. Ein weiteres Mal gründlich trocknen. Diese ganzen Prozeduren strapazieren natürlich den Bildgrund ein wenig. Hier seht ihr nochmal, wie es dann mit dem Papier, mit dem aufgeklebten aussieht. Jetzt kommt eine neue Zahl und es gibt wieder eine 4. Das heißt, es kommt noch mehr Papier dazu. Diesmal klebe ich das Papier ein bisschen geknautscht auf, dann gibt es etwas mehr Struktur. Ihr könnt das aber machen, wie ihr wollt. Es geht nicht darum, dass da jetzt was ganz Bestimmtes entsteht, sondern es geht einfach nur um den Prozess. Das muss wieder trocknen, klar. Hier seht ihr das etwas knittrige Butterbrotpapier obendrauf. Die nächste Zahl war wieder Farbe auftragen und Fensterwischer. Okay. Mit dem Fensterwischer verziehe ich die Farbe ein wenig. Haltet euch nicht zu lange an den einzelnen Zahlen auf und arbeitet einfach zügig, um ins Tun zu kommen. Nicht so viel nachdenken. Das sieht schon ganz interessant aus, finde ich. Jetzt bin ich aber gespannt. Eine 3. Was war nochmal die 3? Aha. Nochmal Farbe entfernen. Es wiederholen sich also einzelne Schritte wieder. Man muss sie auch nicht überall anwenden, sondern man könnte jetzt auch partiell an irgendeiner Stelle besonders viel herauswischen. Dann wird wieder alles getrocknet. Es wird wieder, ja, hier seht ihr nochmal, wie es jetzt aussieht. Die Struktur des geknautschten Papiers sieht man deutlich. Eine neue Zahl.
Ich sehe eine 2 und die 2 bedeutet nochmal den Fensterwischer mit der Farbe. Okay, jetzt gebe ich aber mal ein bisschen kräftigere Farbe drauf. Dann soll es etwas dunkler werden. Neuer Versuch. Die 5. Und zwar brauchen wir wieder Farbe. Und die trage ich jetzt mit dem Pinsel auf. Diesmal etwas Helles. Ich würfle weiter. Man konnte es gar nicht sehen, es war die 6. Und die 6 bedeutet Alkoholtropftechnik. Und die wende ich jetzt an verschiedenen Stellen im Bild an. Das sieht jetzt einigermaßen interessant aus. Ich sehe schon eine Figur im Hintergrund, aber ich möchte mich da jetzt noch nicht so festlegen. Ihr könnt ja selbst überlegen, an welchem Punkt ihr aufhört. Wie ihr seht, ich habe noch einige Male gewürfelt und immer weitere Schichten übereinander gelegt. Das war mir hinterher zu viel. Und aus diesem Grund habe ich mich dann entschlossen, mit einem sehr feuchten Lappen zum Schluss wieder etwas abzuwischen. Dabei löst sich die Farbe ganz unregelmäßig und es gibt ganz interessante Effekte. Was auch passiert ist, dass die Collage-Elemente sich teilweise gelöst haben. Und wenn ihr es jetzt schaut, da hat sich ein ganz großes Stück gelöst. Das habe ich dann abgezogen und dann war der Untergrund wieder weiß. Mal sehen, das werde ich irgendwie noch färben, dieses Stück. Das habe ich hier gemacht. Und so werde ich jetzt aufhören. Das ist mein Experiment. Wir würfeln uns ein Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr absolut gar nicht wisst, was ihr machen sollt, würfelt euch doch einfach auch mal ein Bild zusammen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bleibt gesund. Tschüss.